Jens, jetzt geht's mal weiter mit unserem Jazz Ahead Präsentationszyklus, den wir da aufgebaut haben für das Showcase mit den 3 Bands aus Baden-Württemberg. Heute haben wir, glaube ich, ein junges Gesangsduo da. Ja, und zwar aus Mannheim und die Kombo nennt sich Brain Sale. Das klingt doch gut. Und du hast schon reingehört? War gut? Ja, war mal was ganz anderes, aber mir hat es wirklich gut gefallen. Super. Und haben die was getrunken mal? Nee, die Mannheimer Auch sind nicht. alle ganz genügsam. Die sind es ja nicht gewohnt, dass die hier gecatert werden. Das gibt es ja in Mannheim Ja, klar, nicht. Mannheim gibt es sowas nicht, das ist klar. Aber wir wünschen euch alles Gute. You got the right to remain silent. Handcuffs on your wrists, I see you shining. Diamonds and pearls in your hands. How could you try to fool me? Me fool me. Me fool me. Me fool me. Me blue lights coming, I can see them blue lights coming. Oh, oh, blue lights coming, I can see them blue lights coming. Oh, oh. Sheda, das ist aber echt super, was ihr hier gerade auf die Bühne gezaubert habt. Antonio, echt beeindruckend. Gefällt mir gut. Danke. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr da uns, das Baden-Württemberg auch auf der Jazz Ahead vertretet, dass ihr nominiert seid und dann viel Erfolg dabei. Und vor allem der Erfolg ist ja dann, wenn ihr möglichst viele Gigs erntet hinterher. Ne? Also das sollte ja klappen. Ich freue mich deshalb besonders, weil es jetzt mal eine Band ist, da kenne ich noch niemand. Das ist mal eine junge Band, sage ich mal dazu. Ihr studiert beide noch in Mannheim? Ja, genau. Wir sind beide noch immatrikuliert. Immatrikuliert, im Master bei? Fola, Dada. Ah, ihr der habt uns lieben unsere Fola. Fola eingefangen, alles klar. Ja. Aber sie bleibt ja auch noch ein bisschen erhalten. Schöne Sache. Ich finde es jetzt ganz interessant, weil so langsam, zum Beispiel vorhin in der Band dabei war Sebastian Schuster, der ist ja auch jemand, der sich dann mit ziemlich viel afrikanischer Musik beschäftigt. Also du hast einen deutsch-türkischen Hintergrund, du kommst aus Kolumbien. So langsam fängt das Thema Jazz an, sich zu emanzipieren von diesem, wir sind einfach nur ein amerikanischer Dialekt. Und es gibt so ganz eigene Kulturen, die da jetzt auch mit dem Genre Jazz, mit dem Genre Improvisation im Jazz-Kontext arbeiten. Wie kommst du? Du bist wahrscheinlich Mannheimerin, schätze ich mal. Wahlmannheimerin. Wo kommst du her? Aus Wiesbaden. Also Aus ich wurde Wiesbaden. in Wiesbaden geboren. Okay. Genau. Und wie bist du auf das Thema Jazz gekommen? Einfach weil du gern gesungen hast, oder? Ja, tatsächlich schon. Ich wurde da so ein bisschen reingeschubst und da Mainz in der Nähe liegt, gab es da ja auch eine Jazzabteilung und dann wurde ich durch sehr, sehr nette Menschen, die an mich geglaubt haben, da an eine Jazzsängerin weitergeleitet, habe dann Unterricht bekommen und habe dann die Musik entdeckt. Also am Sehr Anfang schön. ganz am Anfang dachte ich, oh Gott, was ist das denn? Das ist ja furchtbar kompliziert und nicht einfach zu verdauen. Und ich habe das Gefühl, umso mehr man Jazz auch versteht, da bleibt einem nicht viel übrig, als es zu lieben. Ja, vielen Dank. Können wir als Überschrift dann nachher nehmen bei uns am Club. Und wie kommst denn du jetzt ausgerechnet aus Kolumbien sozusagen nach Deutschland, nach Mannheim? Was ist denn da nur passiert? Ja, also ich habe im Prinzip auch eine deutsche Staatsangehörigkeit, also von meiner Mutterseite, mütterlicherseits. Und ja, ich bin dann halt hierher gekommen, um mich selber besser kennenzulernen, ein bisschen ein weißes Blatt vor mir zu haben und ein bisschen auch einige Wurzeln, die ich auch habe, mal rumforschen dürfen. Ja, das ist das richtige Alter. Wir hatten es gerade davon im Vorgespräch. Sehr schön. Gefällt mir. Wie lange arbeitet ihr jetzt hier schon zusammen mit dieser Truppe? Oder wechselt ihr eure Musiker immer so aus? Wir arbeiten seit Ende 2018, meine ich, zusammen und es hat so angefangen, dass Antonio und ich uns angefreundet haben und gemerkt haben,
dass wir super gerne zusammen Musik machen und dass es mit dem Komponieren auch gut funktioniert zwischen uns, dass wir ähnliche Ansätze haben, wie wir arbeiten und die Diskussionskultur hat super funktioniert, da gewinnt immer einer oder wir einigen uns sehr gut. Beide, also ja. Dann gewinnen ja, beide, das ist super. genau. Oder verlieren beide. Je nachdem. Dann weiß man auch, wo es nicht geht. Das ist auch hervorragend. Und dann sind wir quasi zusammengezogen und hatten dann die Möglichkeit und die Idee und haben dann angefangen, Songs zu schreiben, die zusammenzubringen, zu arrangieren und haben uns dann unsere Lieblingsbandmitglieder zusammengesucht und erfragt und glücklicherweise hatten alle Bock. Und da waren wir sehr dankbar, dass die auch mit uns arbeiten wollen. Und, Da ist ja immer ein Aufwand für die Musiker, dann auch mit Sängern zu arbeiten, ist nochmal eine ganz andere Sache. Ist meistens etwas zeitaufwendiger, als wenn ein Saxophonist sagt, du komm, spiel mal meine Stücke. Das ist absehbarer und wenn man dann mit Band arbeitet, mit Gesang, da muss man meistens dann doch von der Band auch ein bisschen Arrangierfreude mit dabei haben und dann vielleicht auch 2-3 Mal öfter durchspielen als beim Jammen mit dem Saxophon, sage ich mal. meistens ist das so, aber es geht bei uns tatsächlich. Also dadurch, dass wir uns vorher Gedanken machen, wer wie klingt, wer welche Sounds bedienen kann, kommen wir schon mit einer Soundvorstellung hin, aber natürlich bringt die Band unfassbar viel ins Projekt mit rein und hebt das Ganze nochmal auf ein anderes Und Level. Ja. wenn du sagst, ihr arbeitet so gut zusammen, wie ist denn euer Prinzip? Wie entsteht bei euch denn ein Song? Also im Prinzip haben wir, so wie bei einer Diskussion, wenn man spricht, hat man Ideen, die man vielleicht entweder damit einverstanden ist oder nicht, die Ideen teilt oder nicht, aber man hat auf jeden Fall unterschiedliche Meinungen und die Diskussion findet trotzdem statt. Was unsere Musik macht, ist quasi das ein bisschen zu spiegeln. Insofern, wir haben einfach 2 Stimmen. Die 2 Stimmen sagen halt was anders oder sagen das Gleiche, unterschiedliche Arten und Weisen. Und das ist, wie eigentlich unsere Kompositionen auch funktionieren. Zum Beispiel, wenn wir ein Lied über Träume machen, dann haben wir, oder sich zum Beispiel in Träume treffen zu können. Vielleicht denkt sie, dass man das machen kann. Vielleicht denke ich, dass man das überhaupt nicht machen kann. Keine Ahnung. Aber im Prinzip mischen wir uns dann halt unsere Stimmen, um die Idee einfach so vielfältig wie möglich darzustellen. Ist für euch die Möglichkeit da wir jetzt hier sozusagen auf neutralem Boden bewegen, ihr seid jetzt nicht in Staaten, wo sozusagen das eine gewachsene Musikkultur beim Thema Jazz gibt und in Deutschland ist es ja dann schon, ich sag mal, im Schwäbischen würde man sagen, neigeschmeckt, also man hat das dann adaptiert und natürlich durch diese Nachkriegserfahrung mit den ganzen amerikanischen Soldaten in Mannheim ganz stark, in Stuttgart auch ganz stark, diese Szene dort. Und jetzt bringt ihr beide so eine halbe Wurzel von woanders mit, eine kulturelle andere Wurzel. Habt ihr da auch die Möglichkeit, also wenn du gerade über Träume sprichst, ich denke mal, da gibt es in beiden oder in allen 3 Kulturen, über die wir gerade sprechen, verschiedene Möglichkeiten, mit den Themen umzugehen. Gibt es da auch Clashs oder gibt es da plötzlich so lichte Momente, wo er sagt, hä, stimmt, das ist eigentlich dort auch so oder da denken wir ganz anders oder das kenne ich ganz anders? Passiert sowas? Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich persönlich in der Musik finde ich nicht, dass es clasht. Ich finde, dass es eher eine Universalsprache ist, in der wir uns verstehen und in der wir uns austauschen können und dass es eher eine Bereicherung ist für die Musik, wenn wie heißt es, Influences auf Deutsch? Einflüsse, danke, mit reinkommen. Und aber wir haben natürlich diese kulturellen Diskussionen schon ab und zu, wenn es darum geht, wie sich Gäste verhalten zum Beispiel. Das haben wir letztens erst besprochen, ne? Also wie die Gastkultur ist, wie Gastgeber sich verhalten, dass man sich anders bewegt. Das sind schon interessante Themen und dann kommt es auch schon mal vor, dass das in die Songs mit reinkommt, inhaltlich. Aber ich finde, musikalisch ist das ein Ding. Großartig, im Grunde sagst du genau das, was ich hören wollte. Musik als universale Sprache. Also universale Sprache, die aber natürlich auch die Verhaltensweise in verschiedenen Kulturen betrachtet, beobachtet und damit wieder umgeht und sie somit wieder erfahrbar macht. Im Grunde universal für alle. Also toll, ja. Brauchen wir schon fast kein Interview mehr mit dir führen. Ja, bitte. Und bei dir? Ja, im Prinzip denke ich genau das Gleiche, wenn es halt um die Antworten zu den unterschiedlichen Konzepten gibt. Aber ich glaube, allgemein gibt es ja halt die Ideen für sich selber, werden ja in Musik dargestellt, aber nicht unbedingt bestimmte Antworten gegeben. Wenn man nicht so bestimmte Antworten oder Meinungen geben möchte oder will. Ist ja auch sicherlich schlau. Das ist ja genau, dann wahrscheinlich clasht dann nichts. Ja,
Weil in dem Moment, wenn du belehrend oben vor dem Mikrofon stehst, dann wirst du lieber Pfarrer, das macht wahrscheinlich mehr Sinn. Aber das ist nicht unbedingt das, was die Leute bei einem Abend hören. Sie wollen eine neue Geschichte hören. Wie sie die Geschichte bewerten, ist ja dann wieder was Neues und was Eigenes. Und das hat ja auch was mit dem eigenen Erfahrungshintergrund zu tun. Wunderbar. Also wenn ihr den Raum lasst, wird ein Konzertbesuch bei euch natürlich umso spannender. Das möchte ich euch doch sehr nett wünschen. Von dir, Dankeschön. Was versprecht ihr euch denn jetzt von der Jazz? Wart ihr schon mal auf der Jazz-Ahead? Wir waren leider noch nicht da. Also das wäre dann das erste Mal gewesen letztes Jahr. Und wir haben uns gefreut wie kleine Kekse. Also das Es ist wäre auch schon schön. es ist auch wirklich eine tolle Sache. Ich war schon sehr oft da und ist natürlich ganz, ganz schade, dass das jetzt nicht live und in Farbe passiert. Andererseits entstehen jetzt solche tollen Beiträge wie der jetzt mit euch und mit den beiden anderen Bands, was ich ganz großartig finde, dass das auch so unterstützt wird, auch vom Land Baden-Württemberg, dass das Ministerium da so hinterher ist, weil mit diesen Beiträgen könnt ihr auch noch später was anfangen und ich kann nur eins sagen, sich mit einem Video irgendwo zu bewerben, ist weitaus erfolgsversprechender als mit einer CD oder einem Soundtrack oder irgendeinem MP3 oder wie auch immer das dann heißt. Follow us on, was weiß ich, für eine Plattform. Ich hoffe, dass das auch ein bisschen dazu beiträgt, dass ihr noch mehr Gehör findet und noch mehr Tickets verkauft. Dann freuen sich auch die Veranstalter und engagieren euch ganz bestimmt. Dankeschön. So läuft das, ja. Wir freuen uns auch darüber, dass wir hier spielen durften. Und guckt euch aber auch die ganzen anderen Panels an. Wenn ihr jetzt dieses Jazz Ahead, werdet ihr ja trotzdem dann zumindest digital besuchen. Guckt euch das alles an, was es da gibt. Es gibt super Diskussionsthemen. Es gibt auch das Thema Vermarktung in Zukunft. Ich meine, eure Generation wird mit dem Thema Medien nochmal ganz anders umgehen als meine oder die davor. Ihr seid ja jetzt schon, ach Gott, ihr könntet ja schon lang meine Kinder sein. Und guckt euch das wirklich an, was da passiert. Ich glaube, auch alle, die zugucken, ist es ganz wichtig, warum wird diese Sendung hier produziert? Warum produziert ihr diese Clips? Ja, damit man tolle Bands aus Baden-Württemberg hören kann. Offensichtlich 3 ziemlich gute, weil wenn ihr, ich sage jetzt mal, ihr seid in diesem Triumphirat, seid ihr die Küken. Wenn ihr bei denen hier mitspielt, dann seid ihr nämlich echt gut. Ja, also wenn ihr in dieser Riege mitspielt, alle Achtung. Und ja, guck mal, was ihr da draus machen könnt. Ja, allgemein ist es auf jeden Fall das eine riesige Möglichkeit für uns halt ein bisschen uns auch zu verbreiten. Und wir sind auch halt sehr, sehr dankbar und sehr froh, dass wir hier mitmachen dürften und auch die ganzen Leute hier kennenzulernen. Alles ist super. Ja, vielen Dank. Super. Dann danke euch und wir sind gespannt und wir sehen uns bestimmt hier bald mal live und in Farbe. Bis dahin. Ooh.